Kleiner Spur Z. Diesmal zeige ich euch unsere Spur Z-Anlage und bitte euch um eure Hilfe. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, diesmal möchte ich euch mitnehmen auf eine Expedition in die Spurweite N. Jene sagenhafte Spurweite, bei der man sich manchmal kaum traut, tief einzuatmen oder auszuatmen, weil man manches Zubehör einzuatmen oder beim Ausatmen hinfort zu pusten droht. Im Jahre 2022 jährte sich zum 50. Mal, dass Märklin die Spur Z auf den westdeutschen Markt gebracht hat. Aus diesem Anlass rief das Märklin-Magazin im selbigen Jahr dazu auf, Fotografien der schönsten und interessantesten Spur Z-Anlagen einzureichen. An besagten Wettbewerb haben wir, das ist mein Papa und ich, uns beteiligt, indem wir Fotografien und Beschreibungen unserer Spur Z Industriemotivanlage eingereicht haben. Der Vorstellungsbeitrag wurde dann in Heft 6 2023 abgedruckt. Ihr könnt ihn auch hier als Scan beigefügt noch einmal sehen. Wenn ihr euch genauer durchlesen möchtet, pausiert einfach das Video oder ihr lasst es einfach bleiben, denn alle Informationen, die ihr dort nachlesen könnt, werde ich euch im Kommenden auch noch einmal mitteilen. Noch einmal zur Erinnerung: Es handelt sich um einen Wettbewerb, folglich wären wir sehr glücklich, wenn ihr für unseren Vorschlag eure Stimme abgeben könntet. Das funktioniert wie folgt: Ihr schreibt eine E-Mail an die Mailadresse mini-club50@3g-media.de. Ihr erwähnt, dass ihr für die Anlage BH stimmt, das ist unser Kürzel, und du gibst einfach deine Kontaktdaten an. Einsendeschluss ist der 1. April 2024. Unter allen Einsendern wird auch ein kleiner Gewinn verlost. Herzlichen Dank schon einmal an alle, die für unsere Anlage abstimmen werden. Grundlegend zu unserer Anlage: Sie erstreckt sich auf einer Grundfläche von 110 x 75 cm. Es sind mehrere ineinander verschachtelte Gleisovale nebst einem Abschnitt für ein Bahnbetriebswerk. Zeitlich befinden wir uns Mitte der 1980er Jahre in einer fiktiven Industriestadt. Dementsprechend auch der Charme etwas heruntergekommen schon. Der Deindustrialisierungsprozess schreitet leider voran, aber der Charme des Ganzen ist trotzdem vorhanden und das haben wir versucht etwas einzufangen. Es ist hochinteressant, was sich auf dieser kleinen Grundfläche alles unterbringen lässt an Fahrmaterial, an Gebäuden. Viele von den Gebäuden habe ich selbst gebaut. Mein Papa war eher zuständig für das Technische, für das Verlegen der Gleise und so weiter. Ich bin hier gänzlich mehr in dem Bereich des Modellbauerischen tätig gewesen. Wir haben einen Flusshafen mit einem Kran. Der Kran ist aus einem Modellbauset aus Pappe geformt. Die Züge, die wir hier fahren lassen, sind eigentlich bunt zusammengemischt. Manchmal auch über die Epoche hinausgehend, so wie wir gerade lustig sind. Wir haben da jetzt nicht unbedingt so strenge Vorgaben. Teilweise einfach, was wir gerne fahren lassen. Ansonsten handelt es sich auch um Industriemodelle, die hier verwirklicht sind oder aufgebaut sind. Der berühmte Märklin E-Lok-Schuppen, aber eben auch das berühmte Stellwerk Nauheim beispielsweise von Kipri, glaube ich. Ansonsten haben wir uns bemüht, möglichst viel Grün trotz des industriellen Motivs reinzubringen und auch viele Details, viele kleine interessante Aufgaben für das Auge herauszufinden. Etwas, was in seiner gesamten Zusammensetzung spannend wirkt, auch nicht überladen, nicht zu viel. Aber wenn man sich das bedenkt, wie viele Gleise hier eigentlich liegen, ist es doch überraschend, dass so viel Landschaft vorhanden ist. Es gibt immer wieder Industriebauten, ganz verschiedener Art, verschiedener Epochen, die wir hier reingebracht haben. In der Mitte so mal eine Idee, eine große Maschinenbaufabrik. Es gibt mehrere Bahnbetriebswerke, mehrere Stellwerke, eine Arbeitersiedlung mit den typischen Schrebergärten, mit verschiedenen, ja, auch Gehege für Kleintierzucht. Hier ein Hühnergehege zwischen den Gleisen. Es gibt einen Bahnhof, weitere Industriestätten. Das Interessante ist, dass zwischen und neben den Gleisen sich auch das soziale Leben abspielt. Also die Arbeitersiedlung habe ich schon gezeigt, die daneben liegende Schutthalde, wo ein Autowrack auch vorhanden ist, aber eben auch die wohlgepflegten Hütten oder Häuser aus den 1920er Jahren mit dem walmartigen Dach. Hier noch einmal die schönen Backsteinhäuser. Es ist aber auch interessant, oder was auch erwähnenswert ist, ist die kleine Trinkhalle neben den Fabriken
um in der Pause dann auch dementsprechend sich holen zu können, essen zu können. Ich habe versucht, die ganzen Gebäude recht verwittert darzustellen, die Dächer zu altern, auch die vorhandenen Gebäudesätze immer wieder anzupassen, um dieses ruppige, raue gut darzustellen, rüberbringen zu können. Den Hafen, das Wasser habe ich mit der Klopapiermethode, also wieder in Weißleim einlegen und dann später bemalen. Zu unserer Anlage könnte kaum ein Lied besser passen als Monopoly von der Klaus Lage Band, veröffentlicht 1984 auf dem Album Schweißperlen. Auch hier findet die Modelleisenbahn einen kleinen Auftritt, aber hört mal rein und seid gespannt. Der Bahnhof ist etwas bayerisch angehaucht, aber warum nicht? Ansonsten immer wieder die rauchenden Schornsteine, das was oben drauf ist, ist einfach nur Watte, der Effekt ist sehr gut. Die Trinkhalle ist so einer meiner Lieblingsorte. Hier habe ich versucht, eine Pommesschale nachzubilden, nebst Cola-Dose, die da steht, aber auch eine umgefallene Mülltonne bietet den umliegenden Anwohnern reichlich Futter. Es handelt sich um eine winzig kleine Ratte, die ich dort installiert habe, die sich dort an den Überresten der Konsumgesellschaft gütig tut. Weitere interessante Orte sind das große Gasometer, von dessen oberster Spitze man einen interessanten Blick auf die Gesamtanlage hat. Bei der Gestaltung der Kulissen haben wir auf eine Vorlage vom Auktionshaus MZZ zurückgegriffen, die eine optimale Tiefenwirkung bietet und auch hochwertig verarbeitet ist. Sehr schöne Drucke, kann ich nur empfehlen. Ansonsten in unseren BWs, die beiden auch wieder Eigenbauten, auch verbaut die Märklin Schiebebühne. Die ist manchmal etwas zickig, aber mittlerweile hat sie sich eingespielt und wir haben viel Freude daran. Und letztendlich hat mein Papa immer wieder eine Herausforderung, das Ganze zum Laufen zu bringen. Und er hat schon manche Stunde daran nicht nur in Freude verbracht. Gut, aber so, das ist nun mal die alte Technik und ein bisschen Herausforderung muss das Hobby ja eben auch bieten. Nicht wahr? Ja, das wäre soweit von meiner Seite. Ich entlasse euch damit aus diesem Video. Schaut noch weiterhin, genießt in Ruhe. Wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Details unserer Anlage, stellt sie einfach in den Kommentaren. Wir geben uns Mühe, sie zu beantworten. Genießt das Suchspiel, vielleicht findet ihr noch feine Details. Es ist wirklich viel zu finden. Ansonsten, wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr für unsere Anlage abstimmt. Wie es geht, habe ich ja schon erklärt, taucht auch noch einmal am Ende dieses Videos auf. Vielen Dank schon einmal, dass ihr mitgekommen seid in die Spur Z. Wir hoffen, dass es euch viel Freude gemacht hat und wir wünschen euch an dieser Stelle Glück auf und fahrt frei.